소지 진소마다 다네. 재미있지 제로. Dann sage ich jetzt immer, Pöke, ziemlich Deutsch. Digere? Ja, digere. Wir wollen zu Beginn erst ein kurzes Gebet rezitieren. Das ist einmal die Zufluchtnahme und Erleuchtungsgeist, ein Vers auf die Betig, den man 3-mal rezitiert. Und die sogenannten 4 Unermesslichkeiten auf Deutsch 3-mal. Man kann, wenn man das kennt, einfach mit guten Wünschen dieses Gebet begleiten. O Sangye Chödan Tsogi Chonam La Janjo Badudani Kyazoji Tagi Jinzogi Be Senongi Dola Benjizangi Dobajo Sangye Chödan Tsogi Chonala Janjo Badudani Kyazoji Tagi Jinzogi Be Senongi Nola Benjizangi Tobajo Sangye Chödan Tsogi Chonala Janjo Badudani Kyazoji Tagi Jinzogi Be Senongi Dola Benjizangi Dobajo. Mögen alle fühlenden Wesen Glück und die Ursachen für Glück besitzen. Mögen alle fühlenden Wesen frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden.
Mögen alle fühlenden Wesen niemals von dem Glück getrennt sein, das frei ist von Leiden. Mögen alle Lebewesen in dem Gleichmut verweilen, der frei ist von Anhaftung an Nahestehende und Abneigung gegenüber Fernstehenden. Mögen alle fühlenden Wesen Glück und die Ursachen für Glück besitzen. Mögen alle fühlenden Wesen frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden. Mögen alle fühlenden Wesen niemals von dem Glück getrennt sein, das frei ist von Leiden. Mögen alle Lebewesen in dem Gleichmut verweilen, der frei ist von Anhaftung an Nahestehende und Abneigung gegenüber Fernstehenden. Mögen alle fühlenden Wesen Glück und die Ursachen für Glück besitzen. Mögen alle fühlenden Wesen frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden. Mögen alle fühlenden Wesen niemals von dem Glück getrennt sein, das frei ist von Leiden. Mögen alle Lebewesen in dem Gleichmut verweilen, der frei ist von Anhaftung an Nahestehende und Abneigung gegenüber Fernstehenden. Sanje jino sanje janala sanje bada dana sanje dagi chishi jibi sena dola beja sanje deva shu sanje jino sanje janala sanje bada dana sanje dagi chishi jibi sena dola beja sanje deva shu sanje jino sanje janala sanje bada dana sanje dāgī chīshī jībī sēnā jīn dōlā pēshī sāngcīn rūpā shū tēmbā jāngdēn dē dī shabā chā jāmbā yāng dāpā sāmbī sāngcī rīpā dā shāsā tēmbā dēvā shēmā jīdīn jīmā jīvān dībī kālū jīvā lā nā mē bā lā dāng mē nā jī tēmbā sāngcī jāngdēn dē bē jīvā shā jī tūvā lā shāngcā lāng chē dā chā sāngcī Namo la yeke dola done yeke chu da thame yeke nanda rawa kanje dana jasam tanje kenda dake chun den to. Oda tiri traja noliya, zipapa noliya, thoma tiliya, sanru tashi dili shuku yes. Ich möchte erstmal alle recht herzlich, die zuschauen von zu Hause aus, mit Tashi Dele begrüßen. Tādhari ngāraso shē tēli ya ngiān tēli mā dīdīn rabu chī tētsi tādīn rabu shē ye kāshī shī tīshā ye tīngu na mā shē kī yīs. Ja, ich werde ein bisschen was heute zu dem angekündigten Thema verdeutlichen, habe mir dazu ein paar Notizen gemacht. Tā kārā rēsā nē ngāso shatān jītēn tēli ya jīnō sēnāndā, tānō sēnāndā Tindi mabush ye devar. Ti ino ne tisen dele ya teni jino da tano de shibush ta le devash. Tindi chog yere. Tindi inza jino da aichi tano meba sen lele dang sen shidig kola ta Geshe gure segedu ta ti kontoto jema shegins. Letztlich ist es so, dass man in der Welt sehr viele Zustände erfährt, die beunruhigend sind, wo Ängste und Furcht und so weiter aufkommt. Und gerade auch in der heutigen Zeit nun, angesichts dieser Krise, erleben viele Menschen viele Arten von Ängste, Befürchtungen und so weiter. Und ich wurde eigentlich gebeten, darüber was zu sagen, also zu verdeutlichen, wie man in Zuständen, die vielleicht für manche furchterregend eher sind, in die Ängste und Befürchtungen fördern, man entsprechend einen entspannten auch Geist bewahrt, inneren Frieden bewahrt. Das soll uns so das Thema sein. Otini zakado te chi sigere ta danole ya pen ta ya ba yi son yere ta ina ya ta ane tinde le la oji ti sendine jine ya she tu ya mare ta so si sansan da oji ne ji shide da ji senlele tinde yon wale ya junga da oji otinde jingen di to ma she gis. Man muss sich natürlich verdeutlichen, dass der Buddha
entsprechend sehr viele Methoden verdeutlicht hat, die nun eigentlich genau darum handeln, dass der Geist entspannt, voller Frieden wird, eine gewisse Kraft und Fähigkeit, Resilienz und so weiter aufweist. Da gibt es sehr viele Methoden, die der Buddha verdeutlicht hat. Natürlich haben viele indische Meister in der Folge, auch tibetische Meister, diese Dinge verdeutlicht. Der heutige Tag ist jetzt nicht entsprechend die Zeit, dass wir jetzt all diese Punkte betrachten. Ich selber habe vor allem jetzt für den heutigen Tag 5 Punkte hervorgehoben, die ursächlich dazu dienen, dass man einen kraftvollen, friedvollen und auch entspannten Geist entwickeln kann. Was diese 5 Ursachen angeht, die zwingend vollständig vorhanden sein sollten, damit man wirklich einen kraftvollen, stabilen, friedvollen und entspannten Geist hat. Davon ist die erste Ursache ein kostbares Menschenleben. Das ist dieser sogenannte kostbare Menschenkörper, der ein bestimmtes Verständnis hat. Wir haben Fähigkeiten, sprachlich uns auszudrücken, entsprechend zu kommunizieren, Dinge zu verstehen. Das heißt, dass man jetzt als Mensch existiert, das ist schon mal eine wichtige Ursache dafür, einen stabilen Geist zu entwickeln. Die zweite Ursache verdeutlicht das, was der Buddha oft als Fundament verdeutlicht hat, die Ethik, die zwingend notwendig ist für einen inneren Frieden. Die dritte Ursache ist so das innere Juwel unseres Geistes in Form von liebevoller Zuneigung. Das heißt, das, was Liebe, Mitgefühl und so weiter angeht, das sollte man als so eine Art inneren Schatz betrachten. Und das wird hier als dritte Ursache verdeutlicht. Die vierte Ursache erscheint mir, wie ich das jetzt hier zusammengefasst habe, darin zu bestehen, dass man eine scharfe, unterscheidende Weisheit auch benötigt, die uns unterscheiden lässt zwischen den Aspekten, die letztlich destruktiv und schädlich sind, und den Aspekten, die nützlich und hilfreich sind. Da bedarf es einer scharfen Unterscheidungsweisheit. Die fünfte Ursache, die hängt damit zusammen, dass ja vermeintlich unser innerer Friede gestört wird in schwierigen Momenten, indem man eine bestimmte Art von Schädigungen und so weiter erlebt. Und der fünfte Aspekt besteht eigentlich darin, dass man eine Art innere Rüstung bedarf in Form der Geduld. Es gibt eine Geduld, indem man angesichts von Schädigungen und Schwierigkeiten gelassen bleibt. Wenn man diese Kraft der Geduld aufweist, ist man quasi wie gerüstet auch für schwierige Zeiten. Deswegen scheint diese Geduld unabdingbar zu sein als fünfte dieser 5 Ursachen. Das ist jetzt mehr oder minder von mir eine persönliche Auswahl der Qualitäten und Methoden, die notwendig sind,
einen friedvollen und entspannten Geist zu entwickeln oder aufzuweisen. Wobei wir eben schon verdeutlicht haben, dass es letztlich unzählige Methoden gibt. Aber heute Morgen habe ich mir kurz so darüber Gedanken gemacht und so kamen mir eigentlich erstmal diese 5 Ursachen in den Sinn, die heute an dem Kontext dieses Tages zu verdeutlichen. Dunga lewa ina da chen kariji lewa ina shira che thaya se chi yao mare ta nga zo mili rumbo chen di itin le ya chi che ma che ba da ta tindi la de wa ma chi che ba ina che thuni ni ba ye dini tindi ge mili cha chen bo je ta nga zo ye res. Der erste Punkt von diesen 5 ist eigentlich nun der, dass man Bewusstheit darüber benötigt, dass man eigentlich im Moment eine außerordentlich günstige Gelegenheit besitzt, nämlich in Form dieses kostbaren Menschenlebens. Wörtlich heißt der kostbare Menschenkörper, aber es geht letztlich darum, dass man sich deutlich wird, dass dieses Leben, was man hat, wirklich kostbar ist. Kostbar auch und wertvoll in dem Sinne, dass uns jetzt viele Bedingungen gegeben sind, die uns Dinge zum Positiven wenden lassen. Das heißt, wir können selbst in angesichts von Schwierigkeiten wirklich was bewegen. Manchmal ist man in Zuständen, in denen sich nichts bewegen lässt. Buddhistisch gesehen könnte man das mit irgendwelchen Existenzen in Form von Tieren oder so vergleichen. Wenn irgendwelche Tiere irgendwelchen Schicksalen ausgesetzt sind, haben sie oft nicht das Vermögen, da irgendwas dran zu ändern und sind den Dingen sehr stark ausgeliefert. Und uns unterscheidet es nun als Mensch, dass wir nicht den Dingen völlig ausgeliefert sind, sondern es liegt oft daran, dass wir den Dingen wirklich was entgegensetzen können, indem wir bestimmte Dinge ändern, unsere Haltung ändern. Da ist dann die Schwierigkeit quasi nicht unbedingt darin gegeben, dass man entsprechend nichts machen könnte, sondern die Schwierigkeit ist zu erkennen, dass man eigentlich jetzt viele Möglichkeiten hat. Und das zeichnet unser Menschenleben aus, dass wir eigentlich voller Möglichkeiten oder viele Möglichkeiten besitzen. Je m'en tongere tangi te kanga time ten la no to son ta mili rombo chi be tenga te Pema mo ye ten za ani ta te mo ta bi zona ji tanga zu ti se chira ya maro tin za mili rombo chi se za chi bi jin se ro te mili rombo chi de le te nga zo sen de ma si bi ni ba chim bo je da ya bo shu ye de ba te ha ko go dos. Es gibt in den buddhistischen Schriften viele Passagen, die jetzt heute nicht erwähnt werden können, aber die letztlich den Wert und die Kostbarkeit dieses Menschenkörpers hervorheben und verdeutlichen. Und in dem Kontext wird eigentlich verdeutlicht, dass dieses Menschenkörper, das Leben vor allem so kostbar und so bedeutend ist, weil wir mit diesem Körper einen menschlichen Geist aufweisen. Und dieser menschliche Geist hat eigentlich sehr viele Besonderheiten und Vorzüge und Abhängigkeiten und dieses menschlichen Geistes gewinnt dieses Leben, was wir im Moment haben, einen sehr, sehr großen Wert. Senji nima, nyama nima, di nima, ani chi pigere ta karere, tse nima chene, ta nima nga ravuji sungu yare, dindi za, ani dindi ga nima nga doyo sena, pe jevi ka ravuji re, diri ka le, nyoda senanda, chen senanda, ta mawa yungu yare. Yena yung mili rumbuchin dele tembi sen dige, ani chi donen chendan, 아니 지 간에 녀다 간데 세고도 간데 매와 제고도 어 딘디게 바 땅이가 나체가 셔라디 야부쇼 제 이자 아니 강가들에 아니 도타 가르체 그예메 따다 시대야시 도트야시 어딘데 용이에레스.
Allgemein geht man im Buddhismus davon aus, dass wir im Moment in solchen sogenannten samsarischen Zuständen sind, von Leben und Sterben und so weiter, indem man aufgrund der Natur dieses Daseinskreislaufs vielfältige Leiden, Schwierigkeiten und so weiter immer wieder erlebt. Nicht nur das, sondern der Buddha hat verdeutlicht, dass man quasi jetzt im Moment in der Zeit des sogenannten fünffachen Niedergangs quasi uns befinden, in dem sehr viele Aspekte von Degenerationen und so weiter gegeben sind, bei den Lebewesen selber, was bestimmte Ideologien und so weiter angeht, alles Mögliche. Und obwohl eben die Schwierigkeiten so groß sind, wird da eben verdeutlicht, dass es nun für uns als Mensch und vor allem, weil eben wir als Mensch einen bestimmten Bewusstsein oder Geist aufweisen, was mit tiefen Verständnisfähigkeit und so weiter einhergeht, haben wir eigentlich alle Bedingungen und Fähigkeiten in uns, dass wir all diesen Widerständen und Schwierigkeiten vermeintlich im Außen entsprechend wirklich was entgegenzusetzen haben. Das heißt, wenn wir uns auf das besinnen, welche Fähigkeiten wir wirklich in uns tragen, gibt es die Möglichkeit, dass man alle Schwierigkeiten und so weiter, die man erlebt, selbst in so degenerativen Zeiten überwinden kann. Und das ist etwas, was vor allem eben dieser menschlichen Existenz und auch der Fähigkeit, die wir als Mensch mitbringen, geschuldet ist. Natürlich in dem Zusammenhang wird verdeutlicht, dass man ein bisschen tiefer danach schaut, wie eigentlich, wo die Probleme und das Leiden, was wir erleben, letztlich stattfindet. Und wenn man das betrachtet, tiefer wird verdeutlicht, dass es eigentlich vor allem in unserem Geist stattfindet, alle möglichen Ängste und so weiter und alle Formen von Leiden. Und nun ist es letztlich so, dass wenn man eben sieht, dass das, was uns wirklich zu schaffen macht, nicht wirklich was Äußeres ist, sondern im Inneren selber stattfindet, dann gibt es auch die Möglichkeit, mit geistigen Mitteln diesem was entgegenzusetzen. Und wenn man eben entsprechend nun geschickt darin ist, diesen Geist entsprechend zu benutzen, dann hat man die Möglichkeit, vielfältigen Schwierigkeiten und Leiden zu überwinden. Auf der anderen Seite, wenn man den eigenen Geist nicht gut versteht und anzuwenden weiß, dann kann man eben auch mit vielen sich sehr stark sogar ins Leid verstricken. Das heißt, der ausschlaggebende Faktor ist der Geist selber. Wenn man zu diesen 5 Degenerationen kommt, die der Buddha verdeutlicht hat, dann sind es ja bestimmte Aspekte, die jetzt erstmal nicht besonders toll sind in der Darstellung. Nichtsdestotrotz können wir sie uns nochmal kurz vor Augen führen. Das erste bezieht sich die Degeneration auf die Lebewesen selber. Das Wort hier für Degeneration ist eigentlich sowas wie der Satz oder der Rest und so weiter. Die Vorstellung ist eigentlich die, dass über unzählig großen Zeitumfängen sehr viele Buddhas in der Welt quasi aufgetreten sind und dann es viele Schüler hatten und Lebewesen gab, die entsprechend gut verständlich die Dinge aufgegriffen haben und einen Weg zur Freiheit gefunden haben. Und es gab dann noch den Rest, die es noch nicht geschafft haben, und dazu zählen unter anderem wir. Deswegen sind wir quasi der Rest, der noch übrig ist, derer, die sich schwer darin tun, wirklich klar zu unterscheiden, was nützlich und was schädlich ist und so weiter. So bezieht sich dieser Begriff der Degeneration auf die Lebewesen selber, die jetzt noch übrig sind, nicht erleuchtet sind.
bei Nemo Jevi Kanjosh. Dine Poya Lao Mendiju, Pepona Yashu, Kaleko, Decho, Shedan, Tum, O Naja, Trodu, Dosachi, Jen Tondana, Jane, Jipon Matayado, Malhodendo, but the Soliata, Nemo Himas. Dann gibt es die Degradation in Bezug auf die sogenannten Geistesplagen oder Kleshas. Dazu gehören Begierde, Hass und so weiter in unserem Geist nun selber. Und das heißt, dass die Degradation zeigt sich, dass der Geist sehr stark von solchen Verblendungen umnachtet wird, dass wir entsprechend diese sehr schwer aufgeben können, dass man selbst wenn man deren Nachteile sieht, dass man trotzdem nicht die Fähigkeit hat, da irgendwas gegenzuwirken und so weiter. Und so wird eigentlich dieses von sehr heftigen Verblendungen quasi umnachtet sein, als die Degradation der Kleshas bezeichnet. Canada pe jinse yabon to de ni tele yong ro khaji jinse yabon to mena so se tawa de le to ma ne pa nya de ro tindi ge ni ma lo de res. Die dritte Degeneration bezieht sich auf die Ansichten. Die Ansichten umfasst eben, dass wir sehr festgefahrene Vorstellungen und Ansichten haben, die dann in ihrer Konsequenz oft destruktiv und so weiter sind. Aber man eben dazu neigt, oder in der Zeit die Wesen dazu neigen, an ihren Ansichten sehr stark festzuhalten, ihre Überzeugung, selbst wenn sie nicht besonders gut begründet sind und so weiter. Das heißt, man hat so einen Hang zu ideologischen Vorstellungen, Auffassungen und so weiter und entsprechend sich von destruktiven Ansichten dann auch nicht so leicht abbringen zu lassen, zeigt eigentlich, wie stark bestimmte Ansichten, ideologische Vorstellungen, überhaupt konzeptuelle Vorstellungen, die man sich macht und so weiter, entsprechend ein Hemmen in der Entwicklung. Das vierte bezieht sich auf die Degradation der Lebenszeit. Das bedeutet, dass mythologisch gesehen man entsprechend eine eher kurze Zeit im Leben nur zur Verfügung hat, dass dieses Menschenleben beispielsweise jetzt angeht. Gleichzeitig erlebt man sehr viele Hindernisse, die auch einen frühzeitigen Tod und so weiter herbeiführen können und so weiter. Das passiert ja nicht ohne Grund. Kinder gibt es Ursachen und Umstände, die das bewerkstelligen. Aber so ist entsprechend diese Zusammenhänge wird dann als die Degradation in Bezug auf Lebenszeit dann verdeutlicht. Und dann leben wir noch in einem degenerativen Zeitalter selber. Ein degeneratives Zeitalter oder Zeit selber bezieht sich darauf, heißt es, dass die Elemente sehr stark ins Ungleichgewicht geraten, was Hitze und Kälte und alles Mögliche angeht. Das heißt, die Elemente, Wasser, Erde, Feuer, Wind und andere Aspekte sind sehr stark im Ungleichgewicht. Und das ist eben auch ein Aspekt, der sich jetzt darauf bezieht, dass man in einer degenerativen Zeit leben.
Na gut, das sind jetzt Beschreibungen von, auch wenn es die entsprechende Art von Terminus hat, von verschiedenen negativen Aspekten, Umständen im Äußeren und im Inneren. Nichtsdestotrotz wird auch in dem Kontext verdeutlicht, wie man eigentlich oder wer oder was hat eigentlich die Fähigkeit, all diese Degenerationen zu überwinden. Und was eben in dem Kontext dann verdeutlicht wird, ist, dass wir jetzt im Moment als Mensch und vor allem mit diesem menschlichen Geist die Fähigkeiten haben, genau diese Beeinträchtigung durch diese Degeneration abzuwenden und entsprechend sich von dieser Art negativer Beeinträchtigung zu lösen und zu befreien. Dieses zu überwinden, diese Fähigkeit ist uns als Mensch im Moment gegeben. In den buddhistischen Schriften wird ja noch sehr ausführlich verdeutlicht, nicht nur, dass wir dieses kostbare Menschenleben haben, sondern es wird auch deutlich gemacht, dass es sehr schwer ist, das heißt sehr selten ist, so ein Menschenleben, das heißt, das wir jetzt im Moment haben. Die Seltenheit wird dann verdeutlicht, indem man die Natur dieses Menschenlebens betrachtet, dass man es dann mit gewisse Beispiele und so weiter untermauert, verdeutlicht, die Anzahl und so weiter. Auf alle Fälle gibt es da Unterteilungen, die das entsprechend noch viel mehr verdeutlichen, wie selten eigentlich diese Gelegenheit ist, die man da im Moment hat. Aber für heute ist es vielleicht nützlicher, uns zu verdeutlichen, eher den Nutzen, der dieses Menschenleben mit sich bringt. Und das wird eben auch sehr deutlich gemacht, was für ein Nutzen, dieser große Nutzen, der dann im Moment eigentlich damit verbunden ist. Es wird verdeutlicht, wenn es nun darum geht, welcher großen Nutzen dieses Menschenleben hat, dass eigentlich der erste Aspekt darin besteht, dass wir eigentlich mit diesem Menschenleben in uns die Fähigkeit und die Kraft besitzen, uns von allen Leiden, das heißt wörtlich aus den Ozeanen der samsarischen Leiden zu befreien. Das heißt, sich so von allen nur vorstellbaren Leiden zu befreien. Diese Kraft und Fähigkeit ist uns im Moment gegeben. Das ist schon mal ein großer Nutzen. Das heißt, dass auch eine sehr starke Kraft uns gegeben ist, Vortreffliches hervorzubringen, was nach diesem Leben kommt. Die Vorstellung ist die, dass wir auch, wenn man stirbt, wiedergeboren wird. Und wenn man den Wunsch hat, zum Beispiel eine vortreffliche hohe Geburt zu erlangen, wieder als Mensch oder wie auch als Gott oder wie auch immer, dann ist diese Fähigkeit uns gegeben. Und so ist eigentlich diese Fähigkeit, nach dem Leben Vortreffliches zu erfahren, entsprechend wohnt uns auch inne. Das heißt auch, dass was Bezug auf letztliches Glück versteht man im Buddhismus Zustände des Nirvanas, in dem man letztlichen Frieden und so weiter findet, als Ahat, Hörer, als Shravaka Ahat oder wie auch immer. Das heißt, die Fähigkeit, nun genau dieses letztliche Glück hervorzubringen, ist uns auch gegeben. Und nicht nur das, sondern im Buddhismus, gerade im Maya-Buddhismus, wird verdeutlicht, dass das Letztliche, die
einen Zustand darstellt, in dem man das höchste Wohl nicht nur für sich selbst, sondern für alle Lebewesen hervorbringt in Form des Zustandes eines Buddhas. Und auch diese Fähigkeit wohnt uns allen innen, genau dieses zu bewirken, das heißt selber zu einem Buddha zu werden und damit das höchste Wohl auch für andere hervorzubringen. Und wenn man diese Zusammenhänge betrachtet, wird eben in dem Kontext dann verdeutlicht, dieser große Nutzen, der nun eigentlich dieses Menschenleben, was wir da haben, besitzt. So wird das zusammengefasst oft, indem deutlich gemacht wird, dass letztlich alles vorübergehende Glück und Wohlergehen, also auch das letztliche Glück und Wohlergehen mit diesem Menschenleben, was wir da haben, man hervorbringen kann. Wobei vorübergehendes Wohlergehen auch darin besteht, dass man in so einer Situation, in der man sich jetzt konfrontiert sieht, in dieser Corona-Krise, entsprechend dann nicht negativ von der Krankheit, die droht und so weiter beeinträchtigt wird, auch ein vorübergehendes Glück und Wohlergehen darstellt. Das wird schon deutlich, indem man jetzt, wenn man diese Krankheit betrachtet, sich entsprechend sich davon zu befreien, nun dieses Menschenleben die Kraft hat, diese Freiheit hervorzubringen an den Maßnahmen, die ergriffen werden. Das heißt, unabhängig davon, wie diese Krankheit entstanden ist, dass man überhaupt jetzt, wo man damit konfrontiert ist, entsprechend Vorkehrungen trifft und viele Forscher dabei sind, einen Impfstoff zu entwickeln, der vielleicht irgendwann ermöglicht, dass keiner mehr daran großartig erkranken muss. Das ist überhaupt eine Fähigkeit, die uns als Mensch jetzt gegeben ist. Oder dass man, wenn das noch nicht der Fall ist, zumindest eine Medizin und so weiter, wirksame Medizin entwickelt, die schwere Fälle und so weiter für schwere Fälle hilfreich sind, diese zu beseitigen. Oder dass man überhaupt die Fähigkeit hat, nachzudenken, bestimmte Schutzmaßnahmen und so weiter zu treffen. So einfach diese vielfältige Möglichkeit, sich von den Schaden abzuwenden. Diese Möglichkeit und Fähigkeit ist vor allem uns Menschen gegeben. Das zeichnet schon mal aus, dass wir als Menschen bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Sansalia tati jena yon, jinja yon, jane ani navika duni me karasago godo. Kashi ga peme sa pengedo sit kuru nachi shera yiri peme sa nga traso seni yiri kashi an jana me sa traso seni yiri kashi ga nashu me sa traso seni yiri tendi trado ni to so tashi yiri tendi trado yiri tendi ga tanda mana so che de zo mi li tendi tendi nachi shera de peche yapo yetong karen yin nga zo chi So, das wird an solchen einfachen Beispiel wie Krankheiten deutlich, dass es eben vor allem der Mensch ist mit seinem Verständnisfähigkeit und unterscheidender Weisheit, der viele Möglichkeiten hat, Krankheiten abzuwehren. Das machen wir allgemein, dass wir durch diese eigene Unterscheidungsfähigkeit und Einsichtsfähigkeit bemüht sind, so zu leben, dass wir keine Krankheiten erst uns treffen. Selbst wenn uns Krankheiten treffen, sind wir dann bemüht, irgendwie Methoden zu finden. Dem einen hilft vielleicht
tibetische Medizin und er macht die Erfahrung, dass er davon dann von bestimmten Krankheiten frei wird, dem anderen hilft vielleicht TCM und er macht die Erfahrung, dass er dafür frei wird. Mancher nimmt die ganz allopathische oder gewöhnliche Medizin zu sich und macht die Erfahrung, dass er frei davon wird. Dass man überhaupt so viele Möglichkeiten hat, sich aus Leiden und Krankheiten und so weiter zu befreien, ist doch vor allem dem menschlichen Geist, der das entsprechend ermöglicht. Und somit liegt es eben an uns Menschen und macht auch die Fähigkeit, die wir haben, doch im positiven Sinne dann auch deutlich. never chill drogma to te chun drogi homares dinde is a selling jino the tono de shira mewa ine nasa ti shira la khagi homare dinde is a sell rasho legres ani pigi che nasa chi na sege andata chi de ni de pa ane nika de jana chaina ani kang chege na se de yabosh one de santambo se lele do jene in dem Kontext ist natürlich vor allem wichtig, dass man sich dem überhaupt bewusst wird, welche Kraft und Fähigkeit dem eigenen Geist innewohnt. Wenn man sich entsprechend diese Kraft des Geistes mehr versteht und anwendet, dann macht man eben auch vielfältige Erfahrungen, die eben das berücksichtigen, dass der Geist die Kraft hat. Die Kraft kann natürlich in beide Richtungen gehen. Das heißt, wenn man eine Krankheit erlebt, gibt es einen sehr großen Unterschied, wie es dann erlebt wird. Das heißt, wenn man der Geist in seiner positiven Kraft nicht benutzt, sondern sich seinen Ängsten, Befürchtungen und so weiter sehr stark hingibt, dann wird man feststellen, dass ein sehr so destruktiv denkender, enger Geist und so weiter die Leiden letztlich verstärkt und sehr stark verstärkt. Das heißt, selbst vermeintlich geringfügige Krankheiten werden dann zum riesengroßen Problem und so weiter. Und auf alle Fälle ist es dann auch die Kraft dieses negativen Geistes, die auch bestimmte Dinge noch verschlimmern und verschlechtern. Im Gegensatz dazu, wenn man die Kraft des Geistes nur im positiven Sinne nutzt, dann steckt im Geist genauso auch die Kraft, dass man selbst wenn man im Außen irgendwelche Krankheiten erlebt, oder erfährt, damit konfrontiert ist, dass wenn der Geist dann sehr kraftvoll, sehr stabil und so weiter und positiv ist, dass entsprechend man nicht besonders unter irgendwelchen Krankheiten dann leidet. Und so kann man sehen, dass es eigentlich immer beides dazukommt. Einerseits das sogenannte Äußere in Form irgendein Krankheitserreger oder Krankheitszustand, aber auch der Geist, der entsprechend darauf reagiert. Und da spielt der Geist eine sehr dominante Rolle im subjektiven Erleben. Ordinary Tranong Geno said, Petichoy. Tishu Chumboyana, Nasa Kuyama, Kono Shido here. Jito Shuchumbo leva in any Tigi and Shutugi, Mishutugi. Today is a Nasa Lene, Tikiropal and Jitonda Lene, the Nikinyada, that Anichi Che Pachelia, Shucher Dogro, what today is a Jito to Solia. Deswegen ist es auch wichtig, sich klar zu sein, dass Befürchtungen und Ängste und so weiter per se eigentlich nicht besonders nützlich sind, sondern wir können sehen, dass viele auch in sehr leidhafte Zustände geraten durch Befürchtungen, durch Ängste selber, die sie in den Tod treiben oder so. Da muss gar keine Krankheit für da sein. Umso deutlicher ist es natürlich, wenn dann Krankheiten da sind, dass die Angst und so weiter natürlich der Krankheit eher zuträglich ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man versteht, dass es sicherlich nur nützlich ist, diesen Zuständen der Angst und so weiter nicht so zu folgen, sondern diesen geistigen Zuständen ernsthaft was entgegenzusetzen. Ji Jito Senanda, Tapigilia, Mariuma Senanda, Tene Nasa Senanda, Tichotosuchi, Anju Kowazaji Pesan Jita Chedia. And it in Towazaji Jita Chedia, Sosole Poguyamani.
Then Pona do Ajonjo, Sociality lesson and Jita Jeduchi. Didn't got to Jita de conscious and go. Sanotomagawa, Nana Shule Dish, a younger yes. Dass Befürchtungen, Ängste entsprechend natürlich zu verändern nicht so leicht ist, wird daran deutlich, dass man erkennen kann, dass wir eine sehr starke Gewohnheit haben, dass unser Geist sehr stark solchen Haltungen und Zustände von Befürchtungen, Ängste entsprechend kultiviert hat. Und das zeigt sich darin, dass man eigentlich schon manchmal Unbehagen und Leiden erlebt. Nur wenn man von der Krankheit, jetzt wie jetzt in unserem Fall, vielleicht liest, irgendwelche Nachrichten liest oder irgendwas vielleicht nur sieht und so weiter, da muss man quasi selber gar nicht für krank sein, sondern durch dann die verschiedensten Ängste und Befürchtungen, die man hat, leidet man schon, obwohl man selber gar nicht in der Form betroffen ist, sondern lediglich davon hört oder sieht. Und die Ninja, da mir nach den Telepejetane. Oh, dann nasa die Jesingate. Delinge Zaza Cheto. Kasi Chilewa inayo, yet in the Chetin down, didn't Cheto, didn't Chet, and I tell Tragome, Sansan Rawish. And my own Nazaza Chimini Bangala ye, Chetu ye. Kasi Chilewa in a didn't Chetu ye, Sansagatene, singing about the Chegu yes. Hilfreicher ist es im Gegensatz dazu, dass man mehr sich an seinem Selbstbewusstsein arbeitet und vor allem in dem Kontext, dass man sich mehr auf das fokussiert, was im Moment im eigenen Vermögen liegt. Dass man eigentlich mehr so dieses Gefühl aufbekommt, okay, ich kann ja was machen, ich kann im Moment entsprechend dafür sorgen, dass mich das nicht trifft, indem ich eben vorsichtig bin und so weiter. So könnte man selbstbewusst dieser Situation begegnen, mit der Überzeugung, okay, ich kann viel tun, damit es mich nicht trifft, aber selbst wenn es mich trifft, habe ich auch Fähigkeiten, entsprechend im Kranksein die Dinge positiv zu beeinflussen. Und wenn man sich so mehr darauf fokussiert, auf das eigene Vermögen und Können und die eigene Kraft und so weiter, dann wendet das Ängste und Befürchtungen doch sehr stark ab. Aber das ist eine Sache, die man so ganz bewusst angehen muss. Da ding in the Saint Temple, Salia Jitomeva, and G. Jizinda, Madasan, Minidumbuchi, Tatanga Nasa Shirachume, Tineza, Karijile Naya, Echichetu, yes, Sasono, Tindig Saint Temple down, and Saint Lele Devaina, Kazi Pigilia, Nedichachi Levainaya, and the G. Meet the judge in the Kosanga Drogomesa, Cochichine, why? Shit, Garcia, and Shiluchine, Padre, Dosagris. Und so, wenn man sich dann mehr auf seine innere Kraft fokussiert und davon Gebrauch macht, dass man so selbstbewusst ist, sich mehr auf das fokussiert, was man jetzt bewirken kann, was man an Fähigkeit hat und so weiter, mehr das Positive, was mit diesem Menschenleben ja auch zum Ausdruck gebracht wird, in seiner Kostbarkeit mehr ins Bewusstsein ruft, dann wird das in der Tat dazu führen, dass man sich selber innerlich sehr stabil fühlt, dass man innerlich auch ruhig bleibt, wenn die Dinge im Außen schwierig sind. Und kann gut sein, wenn dann der Virus so eine Person von außen wahrnimmt, die dann diesen entspannten, kraftvollen und friedvollen Geist hat, dass der Virus da erst zurückschreckt. Oh, da gehe ich mal lieber nicht hin und so weiter. Auch das ist möglich. Vielleicht jagen wir dann mit unserem kraftvollen Geist dem Virus Angst ein und nicht umgekehrt, sondern denkt er, oh, was ist das denn für eine Person? Da kriege ich ja Angst bei diesem kraftvollen Geist, da gehe ich lieber weg oder wie auch immer. Das heißt, dann hat sich das umgekehrt. Wie auch immer, das ist natürlich jetzt ein bisschen Spaß, ob das nun so kommt oder nicht, ist egal, aber auf alle Fälle von der Konsequenz, von der Wirkung her sollte man schon sehen, dass das in diese Richtung geht, dass ein kraftvoller Geist sehr viel Positives auch bewirkt. Dass dieses Menschenleben so kostbar ist,
untermauert noch eine Aussage des indischen Meisters Shantideva im Bodhicaya-Vatara, ein Werk, sehr berühmtes Werk von ihm, in dem er verdeutlicht, dass auf Grundlage dieses Menschenlebens, was er als Schiff bezeichnet, das heißt auf dem Schiff des menschlichen Lebens oder mit dem Schiff des menschlichen Lebens gibt es oder hat man die Möglichkeit, den großen Strom der Leiden, sich quasi über diesen großen Strom der Leiden hinwegzukommen. Und wenn man nun von diesem Schiff keinen Gebrauch macht, weil man denkt, dass man das irgendwann später wieder erhält, dann sagt er, dann sollte man gucken, dass man unter diesem Aspekt, dass es eben schwer ist, wieder zu finden, sollte man nicht quasi aus Dumpfheit die Zeit, die einem jetzt eigentlich gegeben ist, verschlafen und davon keinen Gebrauch machen. Das heißt, in dem ersten Part dieses Verses macht er eben deutlich, dass wenn man alle Leiden nimmt, dann ist das wie ein großer Strom oder ein großer Fluss. Wenn man nun diesen überqueren möchte, darüber hinauskommen möchte, dann ist man auf ein Schiff angewiesen. Das Schiff vergleicht er mit diesem Menschenleben, was wir haben. Das ist wie das Schiff. Und er macht aber auch deutlich, dass es entsprechend schwierig ist, im Gebrauch von oder so ein Schiff zu besitzen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Und deswegen sollte man nun quasi zu der Zeit, wo wir natürlich sehr stark unter Verdunklung und Verblendung stehen, dass diese Gelegenheit nicht verschlafen, die uns jetzt im Moment eigentlich gegeben ist. Es wird eigentlich dann in dem Zusammenhang verdeutlicht, dass dieses kostbare Menschenleben einen sehr großen Nutzen hat, der nirgendwo anders zu finden ist. Das heißt, unvergleichlichen Nutzen besitzt und Wert. Und wenn man diese Zusammenhänge wirklich mehr versteht, auf der einen Seite dieses großen Wertes des Lebens, gleichzeitig, dass es eben nichts Selbstverständliches ist, dann sollte das eigentlich dazu führen, dass man jeden Moment als kostbar ergreift und auffasst und nicht keinen einzigen Moment des Lebens irgendwie verschwendet. Und natürlich ist es so, dass man als Mensch eben auch für verschiedenste Ängste und so weiter erfährt oder mit ängstlichen und Gefahren und Schwierigkeiten quasi konfrontiert ist. Aber es wird eben deutlich gemacht, auch wenn es zu uns gehört, in unserem Leben gehört, dass es eben die Möglichkeit gibt, mit dieser Kraft, die uns gegeben ist, alle diese Ängste und Leiden und so weiter zu überwinden. Naja, und in dem Kontext muss man sich klar sein, dass man eine geistige Stabilität entwickelt, indem man von Ängsten und so weiter völlig frei ist. Das wird nie zustande kommen. Angstfreiheit quasi einfach so, sondern es hängt von verschiedensten Ursachen und Bedingungen ab. Und hier habe ich schon 4 Ursachen verdeutlicht jetzt in Folge.
Es ist letztlich so, dass der erste dieser 4 Ursachen die Ethik darstellt. Und wieso die Ethik eine Ursache für ist, dann ist eigentlich ein Geist, der frei von Ängsten oder furchtlos ist, natürlich ein positiver, glücklicher Geist. Der Buddha hat verdeutlicht, dass die Basis für Glück die Ethik ist. Das heißt, man wird nicht in so einen glücklichen, furchtlosen Zustand kommen ohne diese Basis. Das heißt, so ist eine Ursache Ethik. Raje Kangalia, Neje Kare, Chonatine, Sosoma Devati Younger. Tinde is a Chundusini, Neje Cornish, Neje Sunish. Tinde is a Sundulatene, Ani Devada. Tinde Neje Latene, Dunga Devada, Kota Chuni, Chade. Wenn man schaut, wieso das der Fall ist, dann ist es letztlich so, dass das Leiden und so weiter, was wir erfahren, entsprechend aus Schädigungen zustande kommt, aus Schädigungen und Verletzungen und Verletzendem und so weiter und Verhalten und alle Arten von Schädigungen. Und die Ethik spielt nun so eine große Rolle in dem Kontext, dass die Ethik ja eigentlich darin besteht, dass man Schädigung unterlässt, Verletzendes unterlässt. Und das ist eigentlich ihre Natur. Das heißt, die Ethik ist in ihrer Natur etwas, was Verletzendes abstellt. Und weil das Verletzende die Ursache für Leid ist, ist es letztlich so, dass durch die Ethik, in der Natur der Ethik, Glück liegt. Und in der dann zum Teil wie Mombojire, die Nombande da begeben Gichu zu sehr da dene ja eine Chipigeria Genie zu sehr da Getsu zu sehr da Genu zu sehr da Shaju Sembe zu sehr da Maju zu sehr da Sunday dene Rele ya at Pema bota te Mambo Shicha Jung da Tirika Supapa Tire Mambo Magwache. Und natürlich, die Ethik selber umfasst sehr vieles. Es gibt im Buddhismus eine allgemeine Anweisung, dass man die 10 unheilsamen Handlungen unterlässt. Das wäre jetzt eine allgemein buddhistische, ethische Lebensweise. Das wird noch gesteigert durch bestimmte Ethik eines Laienanhängers, Laienanhängerin, oder man nimmt die Ethik eines Mönchs, einer Nonne, oder die Bodhisattva-Ethik, die tantrische Ethik. Das heißt, die Schulung der Ethik ist eigentlich im Buddhismus vielfältig. Tirika Supapa Ngazu Centro de Ani Karasegre. Neyan de la Tevita, Centro Sumetan Rosh, Dilishena, and the Casupaba, Tata Redinian Rosh, Younger Dutin is a date at Shagins. Neyan San Rene, Rene de Levicadu, and it's Santa Caret Pechetan. Und heute sollte uns vielleicht beschäftigen, wie man gerade in so einer Begegnung, in einer Epidemie oder Pandemie, wie man eigentlich da ethisch ist. Und in der Tat, Rene de Janejua, Janejins are co on a Jean La Mayon, which is Carson Guguyame, that's also Conto to Chichaguro, Tichegre, they answer to Chagre. Anichi Rola Yana and the men and the Hako Yama. Tini is any Yana Pesagre, Kashila and Yavache, Hamawache, Tindigitin in a Milia, young Neat Cheshire. Tini is a Milia Chavaina, any Milia Dunga Younger, Teletemetin, Nasa and Perdogiri. Tini is that's also Yana and the men as Hako Mudute. That's Zaza Chen, any Chipilia, Milia, any Mayome, Mandrovi Chet. And it's also gone to the Sonia de Pema be catchable, then you centered, then you paid Gavaris. Das heißt, die Ethik ist allgemein die Zurückhaltung des Geistes vor schädlichen Handeln oder Verhaltensweisen. Und jetzt bei so einer Epidemie ist es ja so, dass man mit einer Krankheit konfrontiert ist, die ansteckend ist, also ansteckend ist. Und dann ist natürlich schon, sich quasi selber zu schützen, indem man Vorsichtsmaßnahmen einhält, damit man selber nicht von diesen Krankheiten getroffen wird.
und sich eigentlich so von bestimmten Verhaltensweisen zurückhält, die für die Seite des Unvorsichtigseins stehen und man sich somit das Schaden von sich selber abwendet, schon eine ethische Verhaltensweise, dass man den Schaden von sich selber abwendet. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass man, auch wenn man sich selber ja gar nicht krank fühlt und so weiter, trotzdem infektiös sein kann. Man weiß es eben gar nicht, ob man infektiös ist. Und man weiß aber, wenn man als infektiöser Mensch anderen quasi zu nahe kommt, dass die Gefahr da ist, dass man dann andere ansteckt, also dass sie quasi dann Leiden erfahren, Krankheit erfahren und so weiter. Und weil man sich dem bewusst ist, dass man das eben nicht weiß, würde die Ethik darin bestehen, dass man vor Verhaltensweisen sich zurücknimmt, indem man eben dann Gefahr läuft, andere anzustecken. Und wenn man so das macht, dass man quasi, auch wenn wir das im Moment vielleicht als eine Art Beschränkung erleben, aber dann bestimmte Maßnahmen einhält, aus dieser Wunsch heraus, den Schaden von anderen abzuhalten, dann ist genau das ethische Verhaltensweisen, Ethik. Das heißt, dieses Handeln ist dann eine Ursache für Glück. Es bringt Glück hervor. Ngaji City Badang, den Member zu Laja Mombo Stegero, Minya the Anne Madesi and me the Tarins Chase and Anity Manya the Ketchamo Machese and that in the Laja Mombo Yongi Sere, Tosoyabo Songu, Tosoyabo Sonia, the Penjiri, the Tsunduji, the Tadang Yamba the Tadati, the Pen Chimbuji, or the rest. Und das kriegen wir mit, das heißt, die Wissenschaftler, Ärzte und auch Politiker hier und da geben ja entsprechende Anweisungen, wie man diese Art von physischer Distanz einhalten sollte, aus welcher Art, wie man reden sollte und so weiter. Und das sind ja alles Handlungen, in der im Hintergrund steht, dass man den Schaden von anderen und so weiter abwenden möchte. Wenn man das entsprechend einhält, dann ist das letztlich ein ethisches Verhalten, was man an den Tag legt. Und das ist dann quasi als Wirkung etwas, was viel Positives hervorbringen wird. Karina Sasandro, Tinde Mebachi, oh, could Sundry Abusungudo, Tadeka Sundry Abusungudo, take Gawagon, yes. Man kann auch dann bestimmte Erfahrungen, die man macht, sehr gut, wenn man das in diesem quasi Kontext der Ethik setzt, als Ausdruck der Ethik erkennend, auch zum Erfreuen Anlass geben. Das bedeutet, manchmal ist es ja so, dass man Menschen begegnet und die dann das sehr strikt einhalten und man dann vielleicht eher das den Menschen übel nehmen könnte und denkt, oh, der ist ja, wenn der schon mich sieht, macht er so einen Bogen und so weiter. Früher war der so nett und hat immer mit mir geredet, jetzt wirkt er so irgendwie, als würde er mich nicht mehr mögen oder so. Könnte man das ja falsch einordnen, das anderen übel nehmen und so weiter. Wenn man es aber in den Kontext der Ethik setzt, dann kann man das erkennen, der nimmt Rücksicht auf mich in seinem Verhalten, der möchte mich nicht anstecken und so weiter und ist jemand, der eben ethische Verhaltensweisen eigentlich damit zeigt. Und wenn man das ihm quasi positiv zuschreibt, das Positive ihm zuschreibt, dann gibt das eigentlich das gleiche Verhalten, was man vielleicht auch komisch oder als komisch empfindet oder entsprechend sogar manche das übel nehmen, anders zur Freude. Man kann sich dann an dem ethischen Verhalten der anderen erfreuen. Und das ist definitiv etwas, wie man denn diesen Situationen begegnen kann, dass man sich erfreut an dem Verhalten der anderen, auch wenn es distanziert wirkt. Ordinary Moshipega J. Kecha Shirama Shivachi, Shirama Tubachi, Tide Yoma Yinaya, Tago Mare, Nazuda Shio Mares. She and Padina Catri Yungdua, Ane Moshipachi Lena Chimedini, Ane Chipigia, Pachi Lana Tsula Lemedinindo, Anichi Soso Tede. Parts share drodin, that didn't know one layer. Padu Yemendo, so how petting it on a chain that is that Padolio Maris talking Maris. Gibt es noch viel mehr Gründe, dass man jetzt quasi, dann, wenn man so Situationen begegnet, sich eigentlich erfreuen kann.
wo man nämlich sieht, dass es jetzt gar keinen Anlass zur Befürchtung gibt. Man ist ja noch nicht gestorben. Das heißt, manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel erlebt, dass man sich jemandem nähert und der so tut, als würde er eigentlich sehen, weil er vielleicht den Kontakt vermeiden möchte oder nicht sprechen möchte und so weiter, so heißt es, dass wenn man stirbt, in einem Zwischenzustand, den man Bardo nennt, kommt, bevor man wiedergeboren wird. Das heißt, dass manche Bardo-Wesen entsprechend die Wahrnehmung von ihren Angehörigen, die jetzt noch übergeblieben sind, haben und dann in ihre Nähe wollen oder gehen und diese gar nicht wahrnehmen, also wie quasi nicht beachten, nicht mit ihnen reden und so weiter. Und das gibt dann dem Bardo-Wesen manchmal den Umstand, dass sie denken, oh, ich bin vielleicht gestorben, und dann kommen natürlich auch Befürchtungen, Ängste, alles Mögliche hoch. Und im Vergleich zu diesen Bardo-Wesen, wenn die quasi nicht beachtet werden, ist eigentlich jetzt, wenn wir jemanden sehen, der uns nicht so beachtet oder so eine Art von Beachtung schenkt, wie wir das sonst gerne haben, etwas, was im Vergleich zum Bardo-Wesen auch schon wieder erfreulich ist. Das heißt, es ist immer noch ein Zustand, in dem wir nicht gestorben sind. Deswegen können wir auch deswegen freuen, dass wir jetzt quasi nicht unbedingt schon eine Bardo-Erfahrung machen, auch wenn sie von dem Aspekt ein bisschen ähnlich ist. Mi yanda xena dewa chega mundu sasandawo tinde yonsugri tinde lewa ina tinde tiga padu yeme ta na wod karre sene shludo tada nyima yabundo shludo na nyime tomondo ta tomo yana she yamare tela no tela kumba sha ko shiene she yama tangimo fadu ti chegdo. Für die Buddhisten, die diese Zusammenhänge kennen und vielleicht sich so in irgendwelchen Ängsten reinsteigern, dass sie, wenn sie dann keine Reaktion von anderen bekommen, sogar auf den Gedanken kommen, dass sie vielleicht im Bardo und gestorben sind, gibt es die beruhigende Nachricht, dass sie dann einfach jetzt, wo die Sonne scheint, nach draußen gehen können. Und sobald sie merken, dass ihr Körper einen Schatten wirft, dann ist ein Zeichen, dass man nicht gestorben ist, weil im Vergleich zum Bardo-Wesen, da ist es so, dass das Bardo-Wesen, der Körper, keinen Schatten wirft in der Sonne. Wenn man feststellt, dass man selber noch Schatten wirft, dann ist es ein Zeichen, wenn die Sonne scheint, dass man also nicht im Bardo ist. Deswegen sind auch diese Ängste auch übertrieben, dass man vielleicht denkt, ich bin jetzt im Bardo oder so. Teaching also Tanzania ya te phaze tenda che tanga chirate get songumdo ma ta chanza genda chang ga chi shi ka tinia te phaze na ro da te gemun ja res. Es war auf alle Fälle Spaß. Manchmal ist es auch vielleicht ganz nützlich, dass man ein bisschen was Lustiges einwirft. Das ist ja ein ernstes Thema vielleicht, aber manchmal ist es ja ein bisschen erholsam, wie so eine Pause, wenn man ein bisschen über die Dinge lachen kann, ne? Und tinde za ngaze ya tsundu se de tinde je so sono tonto wa ina tene tenda neje koya nine de neje phaka ni ne te tsundu de tinde za rang sen song sen da neje song sen da neje ka sen da deji do cha de gres. Wenn man so also die Ethik betrachtet, hat Ethik viel damit zu tun, dass man quasi Schaden abwendet. Und diese Zurückhaltung des Geistes vor schädlichen Gedanken, Handlungen und so weiter, das ist eigentlich entsprechend, was die Natur der Ethik darstellt, ne? Dass man sich vor Schädigungen zurücknimmt. 대야 부지도 산에 sambat pilia sano tanto jiro sano tinde jene boyong gores. Das kann man durchaus in seiner Bewertung mit einfließen lassen. Das heißt, wenn man so bestimmten Ausgangsbeschränkungen unterworfen ist und dann mehr zu Hause ist, bevor man entsprechend, das kann ja sein, dass einem das irgendwie zusetzt, also wenn man aber das nun quasi anders bewertet und eigentlich sieht, dass das eigentlich ein ethisches Verhalten ist, dann zu Hause zu bleiben, nicht so viel in Kontakt zu gehen und das auch entsprechend wertschätzt, dass man eigentlich ein ethisches Verhalten gerade kultiviert, dann könnte der gleiche Anlass, der einen sonst vielleicht betrübt, auch Anlass zur Freude sein.
Dela dine sen lele yongar. Tata yabu chege dosan. Sen lele yongar. Sen nene dunga yonze tiku sen chegari. Ani sen lele da sen shidin yonze tiku sen chegari. Sen ratamandamandawaro. So kann man sehen, dass wenn man das in dieser Form bewertet und so, dass es eine Freude führt, dann findet auch eine gewisse Art der Genugtuung statt. Das heißt, wenn man einen Geist, der eine gewisse Art von Freude und Genugtuung verspürt, der ist eigentlich glücklich, ausgeglichen und so weiter. Und im Gegensatz dazu, wenn man jetzt mit den Umständen sehr stark hadert und denkt, ich kann das nicht machen, dies nicht machen, das heißt, dass man die ganze Zeit über das hadert oder mit dem hadert, was sich im Moment nicht ändern lässt, dann wird das eigentlich dazu führen, dass man sehr sich unausgeglichen, unglücklich fühlt, der Geist alles andere als friedvoll und entspannt ist und so weiter. Was eigentlich sehr deutlich zeigt, dass es vor allem am Geist hängt. Das heißt, man hat die Fähigkeit, den Geist und die Dinge so aufzufassen, zu bewerten und so weiter, dass man ausgeglichen, glücklich ist, ob der Situation, und man hat die Möglichkeit, dass man die Situation eigentlich so begegnet, dass es eigentlich den Geist sehr instabil, unglücklich, unzufrieden und aufgewühlt macht. Das ist sehr deutlich, dass die Dinge doch vom Geist sehr dominiert werden. Ne? Ta member rapandavo ane member ravo tinde tan chanasa neu na segidu tinde ringdam da yejiri o tinde chi ta geso kon roba chedinye mil roba chene chinoli ya damatanye ta yichimini roba chegoya o tinde yong yere o tusa yo ya te chinge ba shina digidos. Aber natürlich gibt es ja nicht alle entsprechend, die jetzt mehr quasi für dies mehr gegeben ist, jetzt zu Hause bleiben. Wir haben ja auch viele, wahrscheinlich auch einige der Zuhörer, die entsprechend als Arzt, Krankenschwester, Pfleger, Altenhelfer oder Altenpfleger und so weiter arbeiten. Auch für die ist es natürlich so, dass man dann jetzt nicht die Zeit eine Zeit ist, wo man jetzt primär zu Hause hockt wahrscheinlich, sondern mit anderen Dingen konfrontiert ist. Ne? Und in der Rede, da schon so gelegt, der Chego wäre, der Mache, da das Chiamare, die Chego wäre, die Chebikatunia, dann Gino, der Tano mit den Chevaine, den Chemo-Jungeres. Und so muss man eben bestimmte pflegerische, soziale Arbeit nachgehen. Aber da ist es auch wichtig, dass man sich nicht so stark dann dieser Dinge stellt mit vielen Ängsten oder so. Da tinde kale ya ane chi sosuge mili rombochin di tine tene chi shashi dawo shuya koka dawo da tinde ga ane chi sosu ya kare sekta lekatela tine koka dawo shiri tinde yinza sosu ne de menjawe ta kare chego te yindu ye te chego ma sosu ne de jawan mili pen to mare mili ya ane kanga chego ma to pe to mare tinde yinza te sosu no menjawe ta kar chego ne chene 아니 제니 야 편도 지야데 샴바도 히지기 때문에 봐 끝내놓는 제샤바이네 편도 쳐바레스. Und natürlich muss man dann eben sehen, dass man auch die Situation als Gelegenheit dann irgendwie begreift, entsprechend auch positiv den Geist zu schulen. Bedeutet natürlich nicht, dass man nicht die eigene Vorsorge, den Schutz und so weiter vernachlässigt, sondern dass man alles, was man an Möglichkeiten hat, sich selber zu schützen, natürlich auch ergreift als bei dieser Art von Möglichkeiten. Aber dass man eben vor allem nun die Zeit sieht als eine Zeit, in der man umso mehr Liebe und Mitgefühl entsprechend quasi lebt und auch den Menschen, um die man sich kümmert, auch entgegenbringt. Und die Dinge, so soll ja man ja mit Tatscheg du gete, so da Pecheg. Die Dinge ne, Shambadon Hiji ne, generell Kanga Shiraya mare. Ja, Shambadon Hiji tangi di godine Shara Shegi, tinde Shambadon Hiji ge tole Shara mewa ine, ya Shambadon Hiji le tene, ayo nasa dinjai nyanga here. Tinde ani Shambadon Hiji ichimi gogure die totele Shara Aber natürlich hängt das oft beisammen, das heißt Liebe, Mitgefühl und Fürsorge kann auch dazu führen, dass man sehr oft nachlässig ist und so weiter. Und das wird später noch Thema sein, das heißt, ist die Weisheit entscheidend. Das heißt, buddhistisch gesehen denkt man, dass man, wenn man sehr fürsorglich und voller Liebe anderen begegnet, dass man da auch Weisheit benötigt.
Und in der Liang, ne, so sie sagt, in ja, Gawa Yong, der dann na Samapo, was Melan, die als die Partie Hakoyamati, die dann Sambel in Mamburwa. Auf alle Fälle ist es schon so, dass ich die Menschen, die sich jetzt dieser Form soziale Arbeit leisten, wirklich mich freue an ihrem Einsatz und auch viele Wunschgebete machen, dass sie möglichst nur Positives bewirken und selber nicht getroffen sind, auch wenn man sich nicht kennt. Auf alle Fälle kann man sich sicher sein, viele in der Welt, dass da sehr viele Wunschgebete auch von meiner Seite gegeben sind, entsprechend, dass man diese positive Arbeit, die man da macht, auch wirklich entsprechend nicht dazu führt, dass man selber sich ansteckt und Leiden erlebt. Und in der Rettung, also eine Tendenz, Nombega, Tende de Kitchen with Sagere, Tende the Chigi Tende, Tende also Tada Sosolia, near the Majavi Takara Chagan, and Emilia, Pachi, Chichili, Tende, Chichil, Troche, Chichi, Rapache, Tinde Machevaina, and Lelawajiga, Gare Secreta Dunga Tatoyomari, Tende is a Das ist eine Sache auch des abhängigen, verbundenen Entstehens. Das heißt, buddhistisch kommt alles ja nun abhängig verbundener Weise. Es ist eben wichtig, dass auf der einen Seite die Menschen sich selber schützen. Es ist aber auch wichtig, dass man sich um andere kümmert, dass man unterstützt und hilft, wo man helfen kann und so weiter. Aber letztlich ist das auch nur möglich, wenn man selber gesund ist. Das heißt, dass die Dinge existieren in Abhängigkeit und man muss eben dem auch beiden Rechnung tragen. Und die Nekalia, not all Mambush, not to let the catch a quiet, Mamboyero, Della de not all Mambo sent tribute to Kaji Chaderi, the not all the pa Neka, that's a cartota. Same Zombo the state soon to that, today, Joe, you to Chagres. Was auch wichtig ist, sich zu sehen, dass man natürlich mit sehr vielen Informationen im Moment konfrontiert wird, die da oft dazu führen, wenn man seinen Geist nicht behütet, dass es eigentlich die eigenen Gedanken und Befürchtungen, alles Mögliche nur befeuert und so weiter. In dem Kontext ist es eigentlich wichtig, dass man die Informationen im Außen quasi so aufnimmt, dass sie nicht dazu beitragen, dass jetzt man sich die ganze Zeit in irgendwelchen Gedanken und so weiter verliert. So, wenn man darauf Acht gibt, dass man geistig auch entsprechend nicht zu sehr in irgendwelche fürchtenden Gedanken geht, ist selbst dieses sich davor zurückzunehmen, so viel zu denken und mehr gucken, dass man positive Haltung immer wieder einnimmt, Ethik. Ne? Yapoji Kogi Kambore, the Chachonjo Kodea. Deyan Anichi, Zumai, the Guinea, Shirata Machi, and Tatende Mobo, Jinato Chia, and Tisanlia, Mobo Jion de Gere, Tuzolia, and Nato the son of Toma, and the Pendu do the Mundu. That should I tell you, Conshinda was a telepan show with the matter, the Pentu Shira Mundu Sasaina, the Liasano Matone, Bedeutet, dass wir sehen müssen, es ist eine Zeit, in der wir eben sehr viele Nachrichten erhalten. Viele davon sind jetzt nicht besonders positiv. Aber man muss auch sehen, das eine sind, dass man mehr negativ als positive Nachrichten wahrnimmt. Aber das meiste davon ist auch sehr unklar. Das heißt, es sind ja oft nur Spekulationen, Vermutungen, Hypothesen, alles Mögliche. Das heißt, da ist noch gar keine Klarheit in vielen Punkten gegeben. Manchmal sind es auch sogenannte quasi einfach Darstellungen, die sowieso nicht stimmen und so weiter. Und wenn man das so wahrnimmt, dann gibt es eigentlich keinen Anlass, die Dinge zu ernst zu nehmen, in dem, was gesagt wird. Also in der Form zu ernst, dass man zu viel am Denken ist, weil man auch vieles noch gar nicht absehen kann. Und deswegen muss man genau auf seinen Geist achten. Und wenn man eben feststellt, dass man sich wieder in vielfältigen Gedanken verliert, dann muss man einfach gucken, okay, ich habe zwar vielleicht die Gewohnheitsmuster, dass ich solche Informationen gerne dann nutze, um mir weiter Gedanken zu machen, aber sind dann diese Gedanken besonders nützlich oder sind sie nicht so nützlich? Das sollte man sich selber ernsthaft fragen. Und wenn man zum Ergebnis kommt, dass es eigentlich keinen Nutzen hat, dass jetzt so viele in diesem Punkt darüber nachzudenken, dann ist es gut, dass man das dann auch sein lässt. Okay, das macht jetzt keinen Sinn, darüber nachzudenken, sondern ich gucke, dass ich meinen Geist entspanne und das ist auf alle Fälle nützlicher, als mich jetzt irgendwelchen vagen Vorstellungen und Gedanken hinzugeben.
Then again, now you're just a Shatan Dovoti, so it's Sopa in and Andy Totomo in and Andy Chimatono in and didn't Google say Najiti, Shedigi, the Dada, the parts of on the Shera Dosachi, Matas also non hero. Then the non is a and it's knowledge, Yada dead and Tower, Nyada young younger. Tindy is a and the Telia and in on a Karishego. One every Nazent of Karidogo. What to say, double Yabu song. And it's Sanya and it's so Toba not on our Karelayan. Telatine and Nasia Karayogo. What to say, Yabu song. And the league and Naji Tatan to so contained. What to say, Yabu Chagur, Yabu Janetin, only sitting in a death over race. Und natürlich mache ich das bei der Ethik oft so, dass ich verdeutliche, was es für Nutzen auf die Gesellschaft hat oder auch in bestimmten Zusammenhängen, selbst an der Arbeit und so. Das sind ja viele Dinge, denen wir heute nicht so konfrontiert sind, sondern jetzt ist es eigentlich so, dass man viel zu Hause ist, das heißt in der eigenen Familie. Und auch da sollte man sehen, dass eigentlich die Ethik auch eine sehr wichtige Basis für die Harmonie und den Frieden in der Familie darstellt. Das heißt, man sollte dann umso mehr jetzt darauf achten, wo man vielleicht auf engerem Raum zusammen ist, über längere Zeit als gewöhnlich. Das heißt, wie drücke ich mich verbal aus, sind meine Art, wie ich rede, die Worte, die ich wähle, etwas, was den anderen verletzen kann oder nicht. Und wenn ja, dann halte ich mich eher davor zurück. Auch gucke ich, was mit meinem Geist ist, welche Haltung nehme ich den anderen gegenüber ein, ist es eher destruktiv oder positiv, vor dem Destruktiven nehme ich mich zurück. Oder auch das, was ich mache im Umgang und so weiter. Das heißt, wenn man so nun das auch als eine Möglichkeit sieht, die Ethik dann in diesem kleinen Kontext der Familie auch zu leben, dann wird es auf alle Fälle dazu beitragen, dass man die Zeit dann auf angenehme Weise miteinander verbringen wird. Le nga yuji anichi mariumatasu ane yabusungu yin sansa anichi shelushira mandrowachi raje nikalia pembicha yin sa nebicha te ba kane shelushira dogume ane kazichi dogishina soso chipo dabushi o tidegitine ane tada be sen soya de pekechimbundo sane. Wir können jetzt die letzten 10 Minuten dieses ersten Teils für die Meditation verwenden, indem wir genau über diese Zusammenhänge, die zuletzt erklärt werden, über Ethik nochmal nachsinnen und selber uns da entsprechend bestärken, auch die Dinge in dieser Form auch überhaupt zu bewerten, dass man sich wirklich deutlich macht, dass es wichtig ist, jetzt auch im quasi Kontext der Menschen, mit denen man zusammenlebt, dass man umso mehr darauf achtet, wie man spricht, welche geistige Haltung man einnimmt, wie man miteinander umgeht und dass man da umso mehr jetzt darauf bedacht ist, dieses destruktive, schädigende quasi sein zu lassen und man sich so daran bestärkt, mehr eine positive Haltung zu finden. Gleichzeitig macht man sich deutlich, dass es auch nach draußen zu, selbst im Moment, wenn man nicht zu Hause ist, sondern nach außen geht, dass man entsprechend dann die Abstand einhält. Eigentlich das alles auch Handlungen sind, die Schaden von anderen abhalten sollen, dass das letztlich was sehr Positives ist für die Zeit im Moment und dass man auch sich da positiv bestärkt. Das ist eigentlich das, was gut Inhalt nun der letzten knapp 10 Minuten der Meditation sein können.
Geba de gebo ge zenan yeje zozashi zenan yeje le jongwe damba goni damba jo. Vielen Dank. Das ist eine Kaffeepause. Das heißt, eine halbe Stunde sehen wir uns wieder. Kann sein, dass es einen neuen Link gibt. Gibt einen neuen Link. Wahrscheinlich.